Herzlich willkommen, liebe Gäste am Stand von Hyundai Construction Equipment. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Welcome to Hyundai's World of Future, ladies and gentlemen. This demonstration show will be in German language, but we have experts at the stand who speaks also English. But please look at the machines. That's Hyundai's Vision of Future. Wir möchten Ihnen Hyundais Vision der Zukunft gerne vorstellen mit 3 wunderbaren Maschinen und ganz herausragende Maschinen. Wir fangen an mit dem Wasserstoffmobilbagger HW 155H. Der einzige Wasserstoffbagger auf der Bauma, der tatsächlich läuft. Und deswegen war er auch Finalist beim Bauma Innovationspreis, der am Sonntag hier auf der Bauma für das Jahr 2025 verliehen wurde. Da können wir schon mal gratulieren. Zum einen Finalist zu sein, zum anderen ist es tatsächlich der einzige Wasserstoffbagger, der sich bewegt, der arbeiten kann. Ein Riesenapplaus bitte für die Entwickler und natürlich für unseren Fahrer Ben. Da sind Sie jetzt gefeuert. Kein Applaus. Please a little bit of applause for the driver. Come on. Nutzen Sie den Tag, um freundlich zu sein. Schadet nie. In der Mitte haben wir unseren HX360, der brandneue Raupenbagger der nächsten Generation, den wir Ihnen hier auf der Bauma ebenfalls als Weltpremiere vorstellen. Mit unserem Fahrer Nigel. Auch da dürfen Sie gerne applaudieren. Nigel, that's for you. Und wir haben den wunderbaren Radlader HL 955A der Edition 25, ebenfalls vollgepackt mit der neuesten Technologie, vorgeführt von unserem Fahrer William. So, beginnen wir mit der Sensation mit dem Wasserstoffbagger HW 155H. Und da muss ich Sie direkt mal fragen, haben Sie schon mal einen Wasserstoffbagger gesehen, der nicht nur konstruiert ist, und da steht, wer arbeitet, so richtig arbeitet? Wahrscheinlich noch nie, oder? Kann auch nicht. Wir haben ihn tatsächlich hier. Das ist er. Wir haben nämlich von Hyundai die Null-Emissions-Lösung. Sie wissen ja, die Herausforderung ist es tatsächlich, Baumaschinen zu schaffen, die keine Abgase mehr ausstoßen. Und Hyundai ist davon überzeugt, dass grüner Wasserstoff aus Wasser wirklich der beste Kandidat ist, den wir haben. Und der 15-Tonner, den Sie hier sehen, ist dann auch tatsächlich das beste Modell für den Einstieg in diesen Markt. Denn er ist perfekt konstruiert für den Einsatz in städtischen Gebieten, wo es ja auf die Emissionen auch besonders ankommt. Und jetzt möchte ich Sie mal bitten, genau hinzuhören. Wir stoppen mal die Musik. Stop the music, please. Jetzt hören Sie mal bitte ganz genau hin, wie er arbeitet. Das ist leise, oder? Okay, thank you very much. Tatsächlich, das ist ja eine der Emissionen. Wir reden nicht nur über Abgase, sondern auch über Lärm in den Städten. Und das ist wirklich eine perfekte Sache schon mal. Ich sage Ihnen kurz, wie das funktioniert mit dem Wasserstoffantrieb bei Hyundai. Also die Maschine wird von einer Wasserstoff-Brennstoffzelle angetrieben. Da gibt es eine chemische Reaktion zwischen dem Wasserstoff im Tank und dem Sauerstoff in der Luft. Und damit wird dann Strom erzeugt und damit wird ein Elektromotor angetrieben und der wiederum treibt die Hydraulikpumpe an. Und das Geniale ist wirklich, dieser Motor erzeugt die gleiche Leistung wie eine Dieselmaschine. Und Hyundai hat sogar für diese Technik als Weltneuheit auch ein innovatives Feststoff-Tanksystem entwickelt auf Basis der Metallhydrid-Technologie. Hier wird also Wasserstoff bei niedrigem Druck gespeichert und sogar auch noch verdoppelt die Speicherdichte. Und damit haben Sie eine enorme Langzeit, wie Sie die Maschine nutzen können. Was meinen Sie? Wie viele Stunden kann man mit der Maschine arbeiten? Fragen wir mal so rum. Die Experten, wer kann sagen, wie viel? Eine. 8 Stunden. Hat jemand mehr zu bieten? Wie viele Stunden? 9, 10, 11, 12 Stunden. Wir gehen von 12 Stunden Minimum aus, die diese Maschine arbeiten kann. Das ist also schon absolut Wahnsinn. Und wenn Sie jetzt sagen, ja okay, die muss ja auch nachgetankt werden, das ist natürlich auch eine Sache. Auch dafür gibt es von Hyundai die Lösung. Da drüben sehen Sie den weißen LKW. Ja, das ist quasi auch eine Weltneuheit hier zum ersten Mal auf der Bauma zu sehen. Und damit wird der Wasserstoff direkt zur Baustelle gebracht. Die Maschine wird quasi wie bei einem Diesel-LKW aufgefüllt. Und diese mobile Tankstelle kann bis zu 150 Kilogramm Wasserstoff speichern und damit 4 Maschinen gleichzeitig betanken. Und das innerhalb kürzester Zeit. Da reden wir über Minuten, nicht über wie bei Elektro, über Stunden oder ähnliches. Das ist also Wahnsinn. Es ist wirklich die Technik der Zukunft. Und Hyundai geht sogar noch weiter. Sie sagen, wir haben nicht nur die einzelnen Elemente, wir haben sogar alles für eine komplette Ökolösung.
Also quasi alles für die Energie der Zukunft in der gesamten Lieferkette bis hin zu den großen Ozeanschiffen. Da ist Hyundai auch Weltmarktführer, was diese Schiffe betrifft. Also die gesamte Lieferkette von A bis Z. Das ist die Vision der Zukunft von Hyundai. Und jetzt wollen Sie natürlich wissen, okay, Wasserstoff, was kommt denn dabei raus? Irgendwie Abgase hat er ja auch oder irgendwelchen Ausstoß. Und Ben hat das mal vorbereitet. Der war vorhin tanken ganz kurz an seinem Bagger. Das ist das, was rauskommt. Kein Wodka, sieht so aus, ist aber nicht. Wer möchte das gerne mal probieren? Fragen wir mal hier die mutigen Menschen unter uns oder nicht so mutigen. Wer möchte es probieren? Haben wir da jemanden? Einfach mal die Hand hoch. Oh, bisher haben wir immer jemanden gehabt, der den Mut hatte. Wie sieht's aus? Ah, hier. Da, eine Dame geht vor. Das ist toll. Bitte schön. Bist du sicher? Ja. Okay. Erstmal ein Sonderapplaus für diese Frau, oder? Wahnsinn. Und zwar super. Und wie schmeckt es jetzt? Das müssen wir fragen. Und? Wasser. Wie Wasser letzten Endes, ne? Es ist tatsächlich Wasser, pures Wasser, was hinten rauskommt. Jetzt sind wir mal ehrlich, wir wollen ja keinen erschrecken oder sonst was. Es ist Wasser, in dem Fall aus der Flasche, aber du könntest es auch trinken. Es ist destilliertes Wasser, was hier hinten rauskommt. Sie können sich auch selber drunter legen und mal eine Zunge nehmen irgendwann zwischendurch. Tatsächlich, man kann besser die Blumen damit gießen. Das ist das, was man am besten damit tut. Aber es ist tatsächlich so. Es ist pures Wasser. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Vision der Zukunft, die Hyundai hier mit vorantreibt. Da kann man nur in die Hände klatschen und sagen, danke an die Entwickler und natürlich auch danke an Ben. Also das war Ihr Applaus für die Zukunft von Hyundai. Wow, so kann das gehen. Die Zukunft, die nächste Generation, die stellen wir Ihnen auch hier vor auf der Bauma mit unserem Raupenbagger, dem HX360, mit unserem Fahrer Nigel. Und auch hier haben wir eine absolute Weltpremiere zum ersten Mal zu sehen, hier am Hyundai-Stand. Und es gibt direkt 3 Modelle. Sie sehen hier das 36-Tonner-Modell. In der Mitte haben wir das 40-Tonner-Modell. Da gibt es gleich noch was Besonderes zu sagen für Sie. Und wir haben auch noch ein Elektromodell, 23 Tonnen. Den sehen Sie quasi hinter unserer Wand, ein bisschen versteckt, damit man ihn von der Straße besser sieht. Das heißt, auch Elektro ist eines der großen Themen, welches von Hyundai verfolgt wird. Denn auch das ist natürlich mit Zukunft. Und auch da gibt es eine ganze Menge Neuigkeiten, unter anderem auch ganz viele neue Elektro-Mini-Bagger, die wir hier erstmalig auf der Messe präsentieren. Und wenn wir gerade dabei sind, es gibt in den nächsten 12 Monaten von Hyundai auch eine gesamte neue Baggerpalette. Alle sind dann die Modelle der neuesten Generation. Eine 100%ige Neueinführung, die den Baggermarkt erobern soll und die einfach die Breite mittlerweile auch deutlich vergrößert der Baumaschinen, die es von Hyundai Construction Equipment gibt. Wir schauen in die Mitte. Hier ist unser 360er, der von einem Hyundai-Motor angetrieben wird. Er hat 254 PS und für die Experten wichtig, das ist ohne Abgasrückführung. Das ist nicht mehr notwendig. Und jetzt schauen wir in den wichtigsten Bereich der Maschine. Was meinen Sie, was ist der wichtigste Bereich? Fragen wir mal die Fahrer, was ist der wichtigste Bereich? Die Kabine, ja, er weiß es natürlich. Sind Sie Fahrer auch selber? Dann werden Sie es wissen. Schauen Sie mal, wie zufrieden unser Nigel schaut. Der hat nämlich einen ganz tollen Start in den Tag gehabt, unser Nigel. Der saß heute Morgen um 7:30 Uhr da oben drin, schön geheizt, hat seinen warmen Kaffee getrunken, dann hat er seine App genommen und die Maschine ferngesteuert gestartet. Remote Start heißt das. Das heißt, ganz bequem, wir wissen, morgens braucht die Maschine was zum Warmwerden, damit es schön flüssig läuft. Und er hat es direkt von da oben gemacht. Nice breakfast, right? It was perfect. Er sitzt da in seinem Premium-Ledersitz, beheizt, belüftet, alles hervorragend erreichbar, eine tolle, perfekte Rundumsicht. Er hat ein oder zwei Monitore, das kann er sich aussuchen, 12,8 HD natürlich und damit kann er die Maschine perfekt auf sich speziell anpassen. Das ist halt modernes Arbeiten auf Weltklasse-Niveau. Und wenn Sie jetzt mal wissen wollen, wie sich so ein Sitz anfühlt, Sie können das auch. Nicht auf der Maschine, aber auf unserem 400er. Wir haben extra die Treppe aufgebaut. Aber jetzt mal reinsetzen und wohlfühlen, mal das Leder streicheln. Das ist schon eine sehr, sehr komfortable
Kabine. Und jetzt zeigen wir ihm mal, was unser Nigel mit seinem linken Fuß, nur dem linken machen kann. Er könnte also auch nur ein Bein haben, also es geht auch. Er kann ganz sanft mit unserem geradeaus-Fahrpedal die Maschine lenken. Nur mit den Joysticks, dem einen Fuß, vorwärts, rückwärts, seitwärts, links, rechts. All das geht mit dem geradeaus-Fahrpedal. Und wenn wir gerade bei den Neuerungen sind, es gibt noch einen Quantensprung für Hyundai. Die nächste Generation der Bagger führt nämlich eine neue Ära der Maschinensteuerung ein, genannt FAH, also FEH, die elektrohydraulische Vorsteuerung. Das heißt also, Joystick und Pedale sind nun wirklich vollkommen elektrisch, haben aber trotzdem dieses Gefühl, das Sie kennen als Fahrer von herkömmlichen Joysticks, und Sie sehen, wie sensibel und feinfühlig er auch damit arbeiten kann. Er könnte sich quasi sein Frühstücksbrot auch gemütlich mit dieser Maschine schmieren. Ganz einfach so. Und noch etwas Besonderes bei diesem FR. Ist das nicht zu laut für Sie direkt am Lautsprecher? Mein Gott. Ja, vielleicht die Ohren abwechselnd benutzen, dann ist es besser. Okay, FEH, vielleicht noch dazu. Das ist unser System, das hat noch was für die Unternehmer zu bieten, nämlich eine deutliche Kraftstoffeinsparung. Da frage ich Sie, wie viel Prozent Kraftstoff kann man einsparen, alleine durch diese FEH-Steuerung? Was meinen Sie? Wie viel Prozent? 8% immerhin. Das macht sich schon im Geldbeutel dann bemerkbar. Das heißt, auch da wird versucht, Energie immer weiter einzusparen. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben eine volle Schaufel und dann schauen Sie mal bitte oben auf die LED-Wand. Let's look at the screen. Wir haben ganz viele andere Funktionen, zum Beispiel die Wiegefunktion. Das heißt, das Materialgewicht in der Schaufel wird automatisch gemessen, damit es auch perfekt in den LKW passt oder genau dort nur die Menge ankommt, die Sie brauchen. Wir haben außerdem eine 2D-Maschinenführung oder Steuerung. Das heißt, das Abziehen und Nivellieren kann automatisch mit dem Joystick erfolgen. Der Schaufelwinkel kann automatisch eingestellt werden. Der Schwenkwinkel kann automatisch begrenzt werden. Das heißt, Sie sehen, es ist wirklich nur die Tiefe, die ausgehoben wird, oder die Wand, die vor einem steht, wird nicht berührt, oder auch nur nicht die Decke. Wir haben die E-Boundary-Einstellung. Das heißt, generell kann der Löffel in verschiedene Bewegungen begrenzt werden. Und wir haben den Lift Assist. Das heißt, der Fahrer hat eine virtuelle Karte vor sich und sieht, dass er wirklich weiß, wie viel Last er in eine bestimmte Richtung heben kann, ohne in die Überlastposition zu geraten. Das gibt es in 4 oder bei Lift Assist Pro dann auch mit 8 Bereichen, wie Sie das sehen. Also ganz viele smarte Funktionen, die das Arbeiten wirklich absolut professionell und komfortabel machen. Und jetzt kommen wir noch zu den intelligenten Sicherheitsfunktionen der Maschine. Da starten wir mal mit SAVM. Sie sehen im Moment, Nigel hat eine gute Sicht. Ich sehe ihn, mit den Spiegeln kann er mich auch eine ganze Weile sehen. Aber was ist, wenn ich mich hinter der Maschine aufhalte? Sehen Sie mal oben auf dem Bildschirm. Da kann man schon sehr gut erkennen, ein Warnzeichen, und das ist das, was er genau sieht. Also das rote Dreieck da hinten, das bin ich. Auch wenn ich jetzt direkt hinter der Maschine stehe, er sieht mich durch die KI, die vorne implementiert ist, automatisch. Wir haben also 6 Kameras, die auf der Maschine verteilt sind, und das Ganze auch noch in Kombination plus Radar, also dieses SMDM Plus. Dann haben Sie zusätzlich auch noch bei schlechter Sicht die Verfügbarkeit. Auch das eine absolute Neuerung und wirklich ein Garant für absolute Sicherheit, die Sie hier sehen. Und dann schauen wir noch mal aufs Dach ganz kurz. Da können Sie mal mitzählen, wie viele Lampen sehen wir. Normalerweise sieht man ja immer nur eine. Wir haben direkt 4 davon, damit die Maschine von allen Seiten gut zu sehen ist. Wir sagen uns, warum eine haben, wenn man 4 haben kann. Alles so kleine Details, um wirklich generell die Maschine deutlich sicher zu gestalten. Also ein ganzes Paket an Sicherheitsfunktionen, alles, was Sie brauchen. Und jetzt haben wir noch etwas für die Unternehmer unter Ihnen. Wir reden jetzt über quasi die Gesamtkosten, sind ja auch wichtig. Wenn wir über Verbrauch reden, da haben wir ja schon ein paar Punkte gehabt, wo Sie Geld sparen können. Wir haben aber auch das EHM, das Equipment Health Management. Das heißt, Sie haben eine Echtzeitüberwachung dieser Maschine.
Dafür ist sie serienmäßig mit dem Hyundai Telematiksystem HiMate ausgestattet, das Ihnen die Maschinendaten liefert, sowas wie Wartungsdaten, Betriebsberichte, Standortberichte und alles, was Sie von einem modernen Telematiksystem erwarten. Und wir haben eine richtig lange Wartungsintervalle. Oftmals sind es ja nur alle 500 Stunden, in die Maschine gewartet werden muss. Bei unserer neuesten Generation sind es 1000 Stunden. Und wir haben eine optimale Bauweise, damit Sie auch wirklich einen sehr raschen Wartungskomfort haben. Ich muss mal gucken, wo er mir die Treppe gemacht hat. Natürlich nicht. So, mal selber ein bisschen arbeiten hier in dieser Hitze. Also hier mal ein Beispiel, wie gut die Wartungsbereiche zu erreichen sind. Hier haben Sie direkt die Filter und Pumpen, alles in der Nähe. Und ganz schnell, zu erreichen. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch etwas Besonderes, einen Umkehrlüfter, damit quasi rein praktisch der Dreck direkt wieder rausgeblasen werden kann. Und der dreht sich immer nur in eine Richtung. Da werden also nur die Winkel geändert, damit kann er rein und rausblasen. Auch damit wird wieder Energie gespart. Denn darum geht es ja auch. Also auch ein großartiges Merkmal hier an der linken Seite von mir aus hervorragend zu sehen. Sie sehen also ganz viele große Sachen, ganz viele kleine Sachen, aber auch in alles zusammen eine wirklich sehr, sehr gelungene neue Generation, the new generation. Und ja, eine großartige Weiterentwicklung. Wir sagen, das ist wirklich die neue Generation. Wir sagen wieder Dankeschön an die Entwickler, dass ihr so was Schönes gemacht habt. Und Dankeschön natürlich mit einem Riesenapplaus bitte mal für unsere Nigel. Kurzer Tipp, wenn Sie beide Hände nehmen, ist das lauter. Ja. Okay, wir kommen zum dritten Star hier bei uns in der Arena. Und das ist der HL 955A, vorgeführt von unserem Fahrer Will. Und der dreht jetzt erstmal eine Ehrenrunde. Da ist mal Kraft. Der 16-Tonner war ja bisher auch schon eine sehr etablierte und erfolgreiche Maschine. Jetzt ist er nochmal überarbeitet worden und hat viele neue zusätzliche Funktionen erhalten. Er hat einen kraftvollen Antriebsstrang, ein Getriebe und Achsen von Z11 sowie einen Cummins-Motor mit 200 PS. Auch hier übrigens ohne Abgasrückführung, das ist ja wichtig. Er hat eine Load-Sensing-Hydraulik, ein 5-Gang-Lastschaltgetriebe mit Wandlerüberbrückung und er ist hier ausgestattet mit einem automatischen Schnellwechsler. Sie sehen, wie schnell Anbaugeräte gewechselt werden können. Das sind keine Minuten, das sind wirklich nur Sekunden und das ist schon herausragend. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch was ganz Spezielles. Sie sehen, William ist kurz in der Maschine aktiv, programmiert ein bisschen was. Das geht alles natürlich sehr freundlich in der Software, sehr anwenderfreundlich. Nutzt mal kurz den kleinen, geringen Wenderadius, den auch diese große Maschine hat. Das ist ja der Vorteil der knickgelenkten Maschinen. Und er nimmt sich jetzt mal eine Schaufel voll. Und jetzt schauen Sie mal wieder auf unseren LED-Screen, was er nutzt. Wir haben nämlich ein automatisches Wiegesystem. Und das ist serienmäßig bereits implementiert. Schauen Sie auf die Anzeige, genau 3,9 Tonnen hat er mal kurz hochgehoben. Und das ist wirklich eine Hilfe, wenn Sie es genau auch nur eine bestimmte Menge brauchen für einen bestimmten Bereich. Und das ist standardmäßig drin. Und es gibt viele Sachen, die standardmäßig drin sind. Ich mag da mal kurz ausholen, das ist eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel haben wir eine elektrische Spiegelverstellung. Wir haben eine Fernbedienung der Türen. Wir haben beheizbare und jetzt auch belüftete Premium-Ledersitze mit integrierten Armlehnen. Wir haben wirklich angenehme Innengeräusche von nur 67 Dezibel. Und wir haben natürlich die komfortable Joystick-Lenkung. Also alles, was Sie für eine bequeme Bedienung und einen bequemen langen Arbeitstag brauchen. So. Auch hier natürlich das Thema Sicherheit wieder groß geschrieben. Analog zu unserer New Generation Serie gibt es hier natürlich auch fantastische Funktionen. Eine, die es nur von Hyundai gibt, ist nämlich hier zu zeigen, das ist AAVM Plus. Das heißt, ich stehe hinter der Maschine und gucken Sie jetzt mal auf unseren Screen wieder. Das haben wir heute Morgen aufgenommen. Da war auch schon ein bisschen Sonne. Wenn ich hinter der
der Maschine bin, werde ich auch wieder direkt vom Fahrer erkannt, ohne dass er mich durch die Rückspiegel sieht. Dafür haben wir 4 Kameras wieder und einen Weitwinkelradar und wir haben einen Lenkwinkelsensor. Das heißt, selbst wenn die Maschine lenkt, aber die Maschine, in welche Richtung es gehen soll. Und damit fühle ich mich natürlich wieder deutlich sicherer oder auch Ihre Mitarbeiterkollegen, wenn sie sich auf der Baustelle befinden. Und jetzt haben wir noch was ganz Tolles. Das heißt Clearview X. Weil Sie stellen sich vor, Sie gehen so ganz normal über eine Baustelle. Da kommt eine Maschine, Will sieht mich, alles ist toll. Wir winken uns zu und alles gut. Aber was ist, wenn er gerade eine volle Schaufel hat und ich stehe gerade hier in dem Bereich? Dann schauen wir ganz einfach durch die Schaufel durch. Wir haben 2 Kameras, eine unten, eine oben und schauen Sie mal auf das Bild oben. Wie er mich sieht, ist quasi ein Radarvideo. Ein X-Ray-Video. Wir haben eine intelligente Software, die mich erkennt, wie ich vor der Maschine bin, sodass mir dann auch tatsächlich nichts passieren kann. Das ist wichtig für meine Sicherheit, aber auch für Arbeiter oder manchmal hat man Fußgänger, die wirklich unvorsichtig sind. Und ich sage nur Danke für diese neue Technologie, weil das hilft weiter. Clearview X heißt das. Das können Sie auch bei uns übrigens im Innovation Park selber nochmal sehen. Da haben wir auch Simulatoren aufgebaut für Sie. Da sehen Sie ganz genau, wie das mit der Radartechnik funktioniert. Das macht dann auch wirklich auch Sinn. Da haben wir noch ganz viele andere tolle Sachen im Innovation Park. Und dem sollten Sie sich auch gleich nähern, denn die Show geht in wenigen Augenblicken da weiter. Mit Simulatoren, mit unserem Bereich, wo Sie wirklich alle Bedienelemente selber mal testen können. Oder mit dem Park für die Kinder. Da gibt es auch einen süßen Park für einen kleinen Minibagger, können Sie dann drin auch mal schauen. Also viele tolle Sachen. Aber jetzt haben wir erstmal unsere 3 Stars hier. 3 von 10 neuen Maschinen, die wir Ihnen vorstellen können, die absolut nach vorne zeigen. Neue Generation und neue Zukunft mit unserem Wasserstoffbagger. Und jetzt heißt es bitte erstmal ein Riesenapplaus für unsere Entwickler und für diese 3 wunderbaren Maschinen und unsere 3 wunderbaren Fahrer. Der Ben, der Nigel und der William. Wir sagen Dankeschön, nicht nur an die Fahrer, Dankeschön aber auch an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten Ihnen Hyundais Vision der Zukunft zeigen, die jetzt schon existiert. Wir hoffen, dass Wasserstoff mit dazukommt. Wir sind dran, bei Elektrik, bei Wasserstoff oder auch die bisherigen Maschinen perfekt weiterzuentwickeln. Herzlichen Dank für Ihren Besuch auf der Bauma. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier am Stand. Das war die Outdoor-Show. Jetzt geht es drinnen im Innovation Park weiter für Sie. Alles Gute. Nächste Show hier um 14:30 Uhr in englischer Sprache. Next show in English language at 2:30. Thank you very much. Have a nice day on the Bauma. Haben Sie viel Spaß hier auf der Bauma. Dankeschön. Und ein paar Karten haben wir vielleicht.